Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Futschenbörek. Wir fangen an jetzt mit Zutaten. 500 Gramm Rinderhackfleisch, eine Paprika, Handvoll Petersilie, 2 Zwiebeln, 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, Teelöffel Thymian, Teelöffel Chili, 2 Teelöffel süße Paprika und 40 Milliliter Wasser habe ich fast vergessen. Okay, 40 Milliliter Wasser. Gut, fangen wir gleich an. Hast du das große Schneidebrett wieder rausgeholt? Ja. Brauche ja Platz. Wahnsinn. Okay. Ich kann schon hier. Die Gewürze kann ich ja reintun. Wasser auch rein. Weil keine Eier drin ist, kommt Wasser rein. Ja. Darf nicht so fest sein. Jetzt tue ich das auf Seite. Ich muss jetzt das alles klein schneiden. Ja. Ganz Das ist so gleichzeitig. viel, gell? Immer lieber die Hälfte. Mach lieber die Hälfte. Das ist schlecht. Und das nehme ich weg dann. So viel ist nicht Angst. Ich will noch einen abhauen da. Hat Angst gehabt, hast du gesehen? Jetzt schneiden wir den rein. So, die tun wir gleich rein. Jetzt schneiden wir die Zwiebeln noch kleine. Hast du gemerkt? Ich schneide nicht immer mit gleicher Technik. Gell? Da sind 3, 4 verschiedene Techniken drin. Ja gut, du musst ja mit dem Messer auch anders schneiden. Ja. Okay, jetzt schneide ich also Petersilie auch mal kleine. So, darf nicht so fest drücken. Schadet mein Brett. Ganz leicht. So, schön, fertig. Jetzt tun wir die auch rein. Okay, das tue ich jetzt weg. Brett brauche ich nicht mehr, kurz. So, jetzt hole ich das hier. Ist alles drin, ne? Oder? Habe ich ja nichts vergessen? Okay. Jetzt tue ich mit Hand natürlich bearbeiten. Muss man 4-5 Minuten mit der Hand bearbeiten. Alles schön umrühren. Bis gleich. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt decke ich sie mit der Folie zu. Okay. Den tue ich jetzt 40 Minuten im Kühlschrank. Ich räume es auf. Wir fangen gleich mit dem Teig an. Wir fangen jetzt mit dem Teig an. 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, lauwarm, 50 Gramm Butter, schon geschmolzen, Salz, 8 Gramm. Dann habe ich zum Streichen eine Eigelb und halbe Esslöffel Milch hier. Hefe 7 Gramm, trocken natürlich. Und Zucker 20 Gramm. Und eine Eiweiß. Haben wir alles, gell? Ich glaube. Ja, okay, wir fangen gleich an. Die stelle ich mal kurz Seite. Die brauche ich erst später. Das kommt weg. So, jetzt mache ich mal Milch rein. Milch, Zucker und Hefe. Okay, fertig. Jetzt schön umrühren, ich mach kurz. Okay, hat sich gelöst bestimmt. Das war's. Jetzt Mehl rein gleich. Wir warten nichts. Mehl, Eiweiß, Salz und die Butter. Ah, guck mal. Hast du einen Löffel da? Ja. Wenn sie kälter steht. Aber ist gut. So, fertig. Jetzt tun wir Maschine kurz. Ich decke sie lieber zu. So.
Ich lasse 4-5 Minuten laufen, mittlere Geschwindigkeit. Bis gleich. Wir sind jetzt fertig. Jetzt gucken wir den Teig an. Gut. Oh. So muss der Teig sein. Wenn man da reindrückt, leicht reingehen, schön. Wenn nötig Milch reintun oder Mehl reintun. So, jetzt decke ich sie so. Ich lasse sie so wie sie ist. Folie. Dann bleibt die Wärme länger drin. Dann geht der Teig schneller auf. So, wenn man mit Folie so macht. So, jetzt mache ich so. Es kommt keine Luft da rein. Natürlich mein Saubertuch. So. Okay, 30 Minuten. In 30 Minuten sehen wir uns. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter. 30 Minuten ist jetzt rum. Machen wir das auch weg. Wunderbar, sieht gut aus. Muss ich kurz laufen lassen. Fertig. So, weg. So, jetzt ist das Mehl hier. Nicht vergessen Mehl, damit sie nichts kleben. Ich muss halt 2 teilen jetzt. Das mache ich welche mal. So, jetzt gucken wir mal. Wie siehst du? Ist das so groß, gell? Ich sehe es nicht Ne? genau. Also, das ist ein bisschen viel. Okay. Ich gucke durch die Kamera. Ja, schön. Okay. Gut. So. Jetzt muss ich natürlich das aufrollen. Ne? Den muss ich so groß machen, jetzt den Teig wie der Backblech. Das ist 37er Backblech. Ich habe es schon mit Olivenöl angepinselt. Okay. Das kann halt weiter dauern, ein paar Minuten dauern. Ist gleich. Kann ich jetzt messen, oder? Ich glaube, sieht gut aus. Gucken wir mal, ob es passt. Das ist gut. Noch ein bisschen. Der muss genauso groß sein. Okay. Guck mal, wie es groß ist. Gell? So, jetzt fertig. Jetzt tun wir ein Blech rein. So, jetzt mache ich noch eine. Oh je. Ich tue jetzt den zweiten Teig aufrollen, bis gleich. Den zweiten Teig habe ich auch aufgerollt, der wartet jetzt. Jetzt kommt dann Hackfleisch hier rein. So. Jetzt noch die Ganze raus. Guck mal, wie schöne Farbe gekriegt hat. Gell? Wow. Und das riecht gut. Magst du? Riecht bei dir? Ich weiß nicht. Noch nicht, ne? Nein, nicht gut. Wenn du es verteilst, bestimmt. Ja, vielleicht, ja. Das vielleicht natürlich überall verteilen. Fertig. So, jetzt kommt der zweite Tag oben drauf. So. Na hier. Ja, so muss Wäre ja umgekehrt, gell? Vorhin war es umgekehrt wegen dir. Okay. So. Ist so. Jetzt mit der Hand hier. Schön außen drücken. Kannst du das zeigen, mal hier? Ja, ich versuch's, ja. Du gehst Okay, also ist das gut? raus, ja. Jetzt. So, okay? Kann ich hier immer reindrücken. Und dann halt Blech drehen. Das überall so ist. Gut, fertig. Okay? Sieht gut aus? Wunderbar. Bin zufrieden mit dir. So, jetzt tun wir schneiden. Genau in der Mitte. Es gibt ja schon 4. Nochmal. Hast du gesehen? Wunderbar. Schön. So, jetzt, also. Gefällt mir. Okay, wir lassen sie jetzt 30 Minuten ruhen. Bis gleich. So, die 30 Minuten ist jetzt rum, jetzt geht's weiter. Fertig.
So, jetzt kommt die Eigelb mit dem etwas Milch drauf pinseln natürlich oder einpinseln. Stück für Stück. Wie viel war das? Stücke? Ja, 8. 8 Stück. Ja, dann ist 8 Portionen. Ist gut, gell? 8 Portionen ist 8 Portionen ist gut. Wahnsinn. Jetzt 2 Tage. Ja. Mindestens. Noch Tee dazu. Oder ein Salat. Dann geht's ab. Wir machen dann Tee heute Abend wieder. Tee. Salat überlegen wir noch. Ich will nächsten Tag Salat machen. Da. Nicht alles einmal. Ne? Ich glaube, sieht gut aus. Überall. Da noch. So. Okay, ne? Ja, schön. Jetzt noch Sesam drauf. Weiße. Mach nicht schwarz. Sehe gar nicht. Ist auch weiß? Ist das gut? Ja, ja. Achso, ja. Ist so viel geworden, oder was? Oha. Langsam, ja. Ja, das reicht. ich sehe ja nichts. Okay. Jetzt tun wir das Ofen rein. Der Ofen ist schon warm. Bitte unterste Schiene. 22 bis 25 Minuten. 200 Grad den Ofen. Okay. Ober- und Unterhitze. Unterste Schiene bitte. Rein. Ich kann ja mal zeigen. Das ist wichtig. Sonst wird unten Rohr. Ja? Okay. Also bis gleich. Das hat 25 Minuten gebraucht. Jetzt soll ich sie raus. Moment, muss ich so machen. So. Wir lassen sie 5 Minuten ruhen und dann kann man sie servieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Futschenbörek. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.